Go. Fußball 2000, liebe Grüße an den Friedhof hier. Wunderschönes Panorama haben wir heute hier. Wunderschönes Ergebnis auch. Heike Berufka, super Power, Werkstudent mittlerweile, gell? Ja, mittlerweile. Julian, ich bin auch hier in meiner Lieblingsstadt. Ich habe hier schon sehr viele Freunde getroffen aus Wolfsburg, die mich ja unglaublich feiern. Verewigt euch mal jetzt schon in den Kommentaren, lasst auch mal ein Like da. Und auch so hübsch hier. Tatsächlich. Aber lasst uns in das Spiel reingehen. Ehrlich gesagt, am Anfang war ich ein bisschen, erschrocken ist zu viel gesagt, aber es war schon ein bisschen mau am Anfang, oder Heike? Ja, soll ich schön reden? Ich kann ja gut schön reden. Normalerweise gehören doch die ersten 10 bis 15 Minuten immer der Eintracht. Und dann manchmal verliert sie dann auch. Heute war es anders. Erste Chance, erstes Tor gefühlt. Ja. Aber wieder so ein geiles Tor. Man hatte leichte Vibes von dem Hoffenheim-Spiel, oder? Das ist ja wirklich sehr stark. Also ich fand auch die erste halbe Stunde bis zum Tor war eher so, naja, es war nicht so dieser wie in Hoffenheim, wo es so richtig krass losging. Aber ab dem Tor wirklich sehr stark. Und auch herausgespielt Larsson kann ja auch anscheinend doch Vertikalpässe spielen. Weiß jetzt nicht, was der schwedische... Liebe Grüße an Jöndal Thomasson. Aber auch Ekitike, allein das ganze Spiel, die Dribbings, aber auch wie er ihn rüberlegt auf Mamouche und dann, also wie geil er vor seinen Fans jubelt. Es geht so hart, wirklich. Es ist einfach... geil. Und dann ich sag euch, weil die wow. Wolfsburg-Fans jetzt ausrasten und der Stadionsprecher hat ja auch in der Halbzeit gesagt, oh wie provokant. Ich sag euch, warum er das gemacht hat. Das war einfach nur die Antwort auf Hasenhüttl, der ja festgestellt hat, selbst als eigener Trainer, dass das hier ein Friedhof ist. Und ganz ehrlich, unsere kleine Bildungsreise heute hat das bestätigt. Das ist eines der lächerlichsten Bundesliga-Stadien, die es gibt. 26.000 Zuschauer wurden offiziell verkündet. Die ganzen Ich frage mich, wo die sind. Vielleicht sind die alle vor dem Spiel hier in diesen Fluss gefallen. Wir werden es mal bei der Polizei Wolfsburg nachfragen. Aber dann fällt der Ausgleich und ich dachte, ja gut, war ja klar. Vor allem, du hast davor diese 3 Riesenchancen irgendwie, ja. wo du richtig irgendwie im Flow warst, wo du dachtest, jetzt muss das Tor fallen, fällt nicht und dann irgendwie typisch aus dem Nichts irgendwie fällt das Gegentor. Auch schade finde ich für Kawa Santos, auch eine gute Besserung an Trapp an der Stelle. Das stimmt, ja. Aber ist halt bitter, dass er den fängt, aber kann ich nichts machen. So, aber trotzdem danach noch zurückzukommen, war zwar 11 Meter, aber wie wichtig das war und auch für die Stimmung einfach von vorne bis hinten. Es war einfach wirklich sehr, sehr geil. Die haben gekämpft, die haben einfach nicht aufgehört. Die haben die ganze Zeit gekämpft und das ist die alte Eintracht. Ganz im Ernst, und wenn wir hervorheben müssen, nicht wegen den Toren. Das wäre jetzt zu einfach zu sagen, klar, Mamouche, Matchwinner mit 2 Toren. Nein. Habe ich nicht letzte Saison schon gesagt? Wie Mamouche rennt, wow. ist völlig geisteskrank. Ja. Am Ende, wie er die Chance noch für Matanovic vorbereitet, du hast das Gefühl, dem fliegt gleich wirklich seine 3. Lunge raus. Ja. Ganz ehrlich, für mich Man of the Match, Man of the Spieltag tatsächlich. Wichtiger Auswärtssieg. Heike will noch was sagen. Weil aufgefallen ist mir auch, der Belgier, wie der nette Mann hinter uns immer gesagt hat, Mann, der Belgier, meine Nummer 1, der ist doch super. Theater war sehr stark. Der immer bei uns gespielt. Ja. Auch generell defensiv, Christensen, diese eine Grätsche im Mittelfeld, die er gemacht hat, wirklich, ich habe gejubelt wie beim Tor, weil du dachtest, wie geil, robust er einfach reingeht und es war wirklich, du kannst, ich finde, klar, Mamouche schon sehr, sehr stark, aber auch teamübergreifend, es war eine sehr, sehr reife, starke Leistung eigentlich. Auch wenn der Anfang nicht perfekt war, aber 3 Punkte in Wolfsburg nehmen, glaube ich. Du hast das Team angesprochen, Die Ente. Du hast das Team angesprochen, was ich auch geil war, was ich geil fand, wie die auf unseren Auswärtsblock zugelaufen sind. Ja. Wie eine Spielkindbande, die einfach so, ja, hurra, hurra, hurra. Das hat einfach Bock gemacht. Und auch wieder Theater, der guckt, was muss ich machen? Und dann macht er mit großartig. Tanzen da richtig, die Stimmung ist gut. Jetzt haben wir ein 18:30 Spiel gegen Gladbach, können uns oben festbeißen. Ihr lasst Likes da, schreibt Kommentare und ich springe jetzt in den Mittellandkanal. Nee.